Der Stückpunkte Goldbrigaden und die greifen uns nicht an. Raman, we're here. Everything's been arranged. Someone will bring the village keepers back to Aru village shortly. I guess all I can say now is thanks for agreeing to help. Ah, don't mention it. I think we can both agree you went to hell and back for it. But we share a common cause now. From here on out, we're allies. Where are the perpetrators? I'll bring you to them. Follow. So these are the people who kidnapped the village keepers. Oh no, it's the scribe! There's no need to yell. No one can help you now. We've been all over the desert trying to find you! That's right. General Mahamatra? No, no! Make it quick, please! Swift and painless! Whoa. The moment they set eyes on Sino, they turned pale like they've seen a ghost! You should have known that I would be coming for you. Wait, we were just following orders. You know what I'm talking about, right? There's no way we could have done all this by ourselves. No, not Sino. He's gonna tear us limb from limb. I could do worse. Please have mercy. Start talking. Otherwise, I'll have to resort to other methods. So, your superiors have kept you quite busy recently. Why? They, wanted to extract canned knowledge. Don't play dumb. You know what I'm really asking. They extract divine canned knowledge. Then what? I really don't know how to explain it. Well, you better start talking or you'll be sorry! You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Kann ich sie befragen? Be my guest. Die Weisen versuchen, einen neuen Gott zu erschaffen, nicht wahr? Uh-huh. That sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. You're serious, aren't you? How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. The Academia is working on an important and potentially world-changing project. They are creating a new god. A god that will belong to them and to the people of Sumeru. It may seem as if Sumeru's academics are thriving, but ever since the death of Greater Lord Rukkhadevata, scholarly breakthroughs have been few and far between. The withering of Irminsul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like, if only Greater Lord Rukkhadevata was still with us. Continue. And then, someone from the Fatui showed up. They called him the Doctor. He brought a gnosis and said he wanted to borrow the Academia's research facilities. The Doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages looked down at him in disdain. But when he said those words, everyone's expression changed. He asked them, "Do you wish to create a god?" This is what the arrogant ignorance at the extreme end of academia looks like. First, the Academia spent a long time constructing a divine vessel, which was based on an exquisite humanoid puppet. After that, they harvested dreams via the Zeb-Zerus Festival Samsara, maximizing the Akasha's output. With the Doctor's help, and the Akasha now functioning at maximum efficiency, they were able to use it to extract the power from the Gnosis and convert it into a divine core. Next, they decided that their new god needed to possess divine wisdom. For that to happen, they needed a huge quantity of divine canned knowledge. It adds up. But how do you determine whether the knowledge extracted is of divine origin? Call it an educated guess? The Academia has been trying to figure out the exact source of the Scholar's madness for centuries, but to no avail.
Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely you can see what that implies, Scribe Alhaitham. If it's knowledge no mortal can comprehend, then it must be something only gods are able to decipher. In other words, it's the source of the God of Wisdom's omniscience and omnipotence. Aber was die Weißen erschaffen, You must have noticed by now. The academia doesn't care about who their god is. It's the ability to exercise control over knowledge and wisdom that matters. It is as if they are cursed with a desire for omniscience and omnipotence that burns in their blood. Some organisms demonstrate phototaxis, and thus orient their entire lives in respect to sources of light. For the sages, their only source of hope is the existence of a deity who embodies the acme of wisdom. This is but a form of phototaxis. For many scholars, the absence of a god of wisdom means stumbling in the darkness for the duration of their lives. Then what does Lesser Lord Kusanali mean to you? Is she not a true god present in this world? If you already have a new god, why try to create another one? From the beginning, the academia has never treated her as a god. When the academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, the sages hoped that she would be as wise as Greater Lord Rukkhadevata. But upon evaluation, they found that at the time she possessed no more intelligence than any ordinary human child. The sages never had a ruder awakening. This forced them to accept that Greater Lord Rukkhadevata had indeed passed away. Not to mention that Lesser Lord Kusanali's gnosis had been used to power the Akasha this entire time. By herself, she has neither an Archon's raw power, nor the spectacular insight expected of a god of wisdom. Slowly but surely, people began to forget about her existence. So, this is the path the sages have chosen. selbst jetzt weigern sie sich noch, die niedere Herren Kusanali anzuerkennen. Ich hätte nicht gedacht, dass man auch als Gottheit so eine Grausamkeit erfahren kann. Alright, let's try to keep our cool. If everyone's in a bad mood, then let's change up our scenery. Rahman, give me a few men to help us escort the village keepers back to the village. And these two scholars, they're coming too. Sure, as you wish. Dann bringen wir mal die Beschützer zurück. The village keepers you've found have all been returned to their homes, and each one has a dedicated caregiver to look after them. The two new scholars are being kept under close supervision, too. The atmosphere is so heavy. So etwas zu erleben macht natürlich traurig. Die niedere Herren Kusanali, die allen so viel gegeben und alles geopfert hat, ist für die Akademie nur eine nutzlose Figur, die ins Heiligtum von Surasana verbannt wurde. Und die Leute, die sie beschützte, hätten niemals gedacht, dass es so eine kleine kinderartige Göttin auf der Welt gibt. Hey, say something! Stop spacing out! Come on, is there nothing left to talk about? In that case, let's all get some water and try to think about something else. Or I can go fetch some snacks. Oh, Paimon's so coming with you. Do you have any plans, traveler? Gods above, you're not talking about work, are you? Ich möchte zuerst mit euch teilen, was ich weiß. So you were still withholding some information? Ich weiß jetzt, dass wir alle vertrauenswürdige Kameraden sind.
Even though we lived through all of this firsthand, it still feels super surreal to hear you talk about it again. Das sind all unsere Erfahrungen in What a Summierung. whirlwind of a story. I felt like I was holding my breath the whole time. It seems like there will be more issues to face in the days ahead than I had anticipated. Still, now's a good time to make our next move. Now that Ramon's joined us, we'll be an even stronger team. It's time to make a plan. Indeed. These events are a flagrant transgression of the rules in every sense. We cannot allow it to continue. So, everyone, are we on the same page? Crush the sages and rescue our god. That is our ultimate goal. Ich werde mein Bestes geben. Well, let's brainstorm a little more about what other resources we can draw on. The next time we gather here, we must have a solid plan. Yep, it'll work out for sure. König der Schritt und die Heiligen. Und unsere Reise nochmal hochgestuft. Zuckersüß ist klar. Brauchen wir nur noch 2, dann haben wir einen Max. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them. Oh. 7 haben wir jetzt einsammeln. Zurück zum Auftragsmenü. Ja. Verdächtige Schmuggelfall und Apparatus sorgen. Wish to hear it. Damit haben wir also so gesehen erstmal das Hauptproblem fertig. Wir können uns jetzt so eine Nebenquest ein bisschen ranwagen. Dann schauen wir mal, was uns hier so nebenquestmäßig alles erwartet. Rose, Rose, mach meinen Wunsch wahr. Die Blume entblüht aus den Steinen und die Goldrose bietet mir ein Lied dar. Sie singt. Das muss wohl ein Kinderlied sein, das hier in Sumeru stammt. Eine singende Rose, was für ein süßes Lied. Leider ist der Junge mitten im Lied davongerannt. Paimon hätte es sich gerne zu Ende angehört, um ihm danach Hallo zu sagen. Oh, neue Gesichter, es ist euer erster Besuch in Arudorf? Nein. Oh, habt ich falsch geraten? Lasst mich mal überlegen. Ihr seid die Gelehrte aus einem anderen Land, die nach Sumeru gekommen sind, um hier an der Akademie zu studieren. Ich erinnere mich, dass es in der Akademie viele ausländische Forscher gibt. Wir kennen zwar viele Gelehrte, doch wir selbst zählen nicht dazu. Um genau zu sein, sind wir Abenteurer, und zwar das die Welt bereisende Duo Paimon und Aether. Die Welt bereisen, hahaha. Was soll das daran lustig sein? Wir sind wirklich sehr berühmte Abenteurer, das kannst du Paimon glauben. Ah, das habt ihr falsch verstanden. Ich mache mich nicht über euch lustig, nein, ganz im Gegenteil. Ich freue mich einfach von etwas Aufregendem wie Weltreisen zu hören. Wenn man schon so lange Abgeschiedenheit lebt wie ich und dann plötzlich solche großen Worte hört, dann gerät man schnell ins Erstaunen. Es tut mir leid, wenn ich euch beleidigt habe. Mein Name ist Sabah. Ich entschuldige mich bei euch und heiße euch im Arudorf willkommen. Ah ja, ihr habt gerade das Rosenlied gesprochen, das Siad gesungen hat. Das Rosenlied.
Da ihr daran interessiert seid, können wir gerne über das Rosenlied sprechen. Ich hoffe, dass es eure Reise versüßen kann. Willst du etwas vorsingen, Sabba? Es wäre einfach super. Das Lied eben war wirklich toll und Palm will es auch zu Ende hören. Es tut mir leid, aber ich bin keine besonders gute Sängerin. Aber wir können uns gerne über das Liedtext des Rosenlieds unterhalten. Wir gingen noch gleich die Strophe bis zu dem Kind eben gesungen hat. Irgendwas mit Rosen können Wünsche wahr machen. Richtig, ein kleines Dorf wie das unsere hat keinen großen Bibliothek. Liegt irgendwie. Daher werden alle Lieder mündlich überliefert. Ich war schon immer der Ansicht, dass die Blume, die in den Lied Wünsche erfüllt, der kollektiven Vorstellungskraft unserer Vorfahren entsprungen ist. In einer extremen Umgebung wie der Wüste ist das Wasser eine überaus wichtige Ressource. Für das Überleben unserer Vorfahren haben daher Pflanzen, die Wasser speichern können, eine hohe Bedeutung beigemessen. Sprich, je harscher die geografischen Gelegenheiten sind, desto mehr Legenden über Pflanzen gibt es. Sie sind ein Ausdruck der Sehnsucht unserer Vorfahren nach einem glücklichen Leben. Gleichzeitig sind sie auch Beleg für die symbolische Beziehung zwischen unseren Vorfahren und den Lebewesen in der Wüste. Was aber das Beispiel anbetrifft, das Arodorf ist eine Siedlung, die in der Wüste errichtet wurde. Und der Boden hier eignet sich nicht für Sumerosen. Die Sumerosen, die ich selbst angepflanzt habe, wollten hier einfach nicht wachsen. Daher glaube ich, dass die Goldrose aus dem Lied reine Fantasie ist. Und Palm kann da nicht mehr ganz mit. Aber wenn die Leute hier ein Schwätzchen halten, reden sie dann immer über solche Themen? Ah, tut mir leid, ich dachte mir so wo ihr beiden ja schon von außerhalb seid, dass ihr lieber über solche Themen sprechen würde, als über das Wetter oder die Ernte. Symbiotische Beziehung, kollektive Vorstellungskraft, das ist bei man alles zu hoch. Doch der letzte Satz versteht man. Du hast gedacht, dass der Boden hier sich nicht für die Aufzucht von Sumerosen geeignet. Richtig, und in der Tat, wir haben Sumerosen bisher nur an Orten gesehen, in denen der Boden feuchter war. Rosen sind wirklich empfindlich. Wo wir gerade von Rosen sprechen, es gibt da eine Sache, die mir soeben erst eingefallen ist. Wo wir zwei Abenteurer seid, würdet ihr eben eine Mission von mir annehmen? Das ist das Thema, über das wir gerne sprechen können. Aber Eta und Palmer sind erfahrene Abenteurer, sind so einiges erlebt haben. Uns ist keine Mission zu schwer. Also, was ist das Problem? Ich weiß, dass es nicht möglich ist, Rosen zum Blühen zu bringen, die nicht an einen Ort gehören. Ich will sie aber dennoch mit eigenen Augen ihre Blüte sehen. Es ist mir etwas peinlich, das so offen anzusprechen, doch das war schon immer mein Herzenswunsch. Ich weiß, dass Rosen auch in der Wüste sprießen können, wenn man einen Dünger einsetzt, der ein hohes Maß an Dendrokraft aufweist. Doch es ist sehr schwer, an einen solchen Dünger zu kommen. Daher möchte ich euch beide darum bitten, für mich Dünger mit einer hohen Menge an Dendrokraft zu kaufen. Dendrokraft? Ja, Dendrokraft kann das Wachstum von Pflanzen in hohem Maße fördern. Es ist besonders effektiv bei Pflanzen, die nicht gut wachsen wollen. Doch bin ich nur eine einfache Frau, die der göttliche Auge nicht zu eigen der das göttliche Auge nicht zu eigen ist. Gleichzeitig kann ich auch keinen hocheffektiven Dünger kaufen. Ich weiß also wirklich nicht weiter. Wenn es dazu nur Dendrokraft braucht, dann ist die Sache recht einfach. Überlasst das einfach uns. Ja, wenn das wirklich nur das ist, Verband zwischen Dendrokraft. Machen wir aber ein bisschen Fusch und... I'll ensure your safety. Hey, and Mora, or trade anything you own. Of course not. It's all a bunch of nonsense. Du kannst die Dendrokraft anwenden. Bin ich etwa tatsächlich auf jemanden getroffen, dem eine göttliche Auge zu eigen ist? Ich habe schon lange nicht mehr jemanden wie dich getroffen. Das weckt wirklich Erinnerungen in mir. Aber das sollte funktionieren, oder? Ja, und durch die direkte Anwendung der Dendrokraft sollten sie sehr schnell sprießen. Lass uns einfach abwarten.
Nachdem sich einige grüne Blätter ausgebildet haben, stellen die Brüste ihre Wachstum ein. Okay. Sie sind gesprossen. Palman hat es ja gesagt. Eda kriegt alles hin. Das Ergebnis hat sich wie erwartet sofort eingestellt. Ich danke euch. Schade, dass wir keine Blüten ausgebildet haben. Das ist ganz natürlich. Man muss Geduld haben. Pflanzen müssen stets mit Wachstumsphasen sprießen, austreiben, Knospen bilden und aufblühen. Durchlaufen, dass du die Sprösslinge so schnell zum Sprießen gebracht hast, ist an sich schon sehr erstaunlich. Wir sollten die Rosen noch ein wenig Zeit geben, sodass sie weiter Nährstoffe aufnehmen können und dann zu erblühen. Das ist auch besser für die Rosen selbst. Außerdem bin ich euch bereits sehr dankbar für die Hilfe, die ihr mir heute erwiesen habt. Es wäre unhöflich, euch noch mehr zu bitten. Wenn ihr später etwas freie Zeit habt, dann könnt ihr gerne vorbeikommen und sie euch anschauen. Okay. Ich dachte, vielleicht hilft das. Aber nein. Moment, hier ist eine Händlerin. Ja, kein Interesse. Verkauft nichts. Wer nichts verkauft, bin mich gerade weniger interessiert. Ja, da ist jetzt. Nach zwei Quests und eines durch woanders.